Seid ihr es nicht auch leid, im Jahre 2025, wenn ihr euer Licht an- und ausschalten möchtet, aufzustehen, dahin zu laufen und den Schalter zu drücken? Wäre es nicht cooler, wenn man das mit einer App, mit einer Sprachbox oder sogar einer Automation damit machen könnte, um Einbrechern vorzugaukeln, dass ihr zu Hause seid? Und richtig toll wäre es doch, wenn das Ganze nicht mit so komischen Protokollen wie Bluetooth und WLAN funktioniert, sondern mit coolem wie Zigbee oder sogar Meta. Dann begrüßt ganz herzlich die Shellys der 4. Generation. Denn diese können nun von Werk aus mit Zigbee und Meta genutzt werden. Und jetzt fragt ihr euch sicher, hey, so viel Gutes, da muss es doch irgendwo einen Haken geben. Korrekt, es gibt auch einen Haken, vielleicht auch mehrere Haken und diese zeige ich euch alle in diesem Video. Ich bin der Ur, willkommen im YouTube-Kanal Smartzeug, lehnt euch zurück, entspannt euch und lasst uns gemeinsam die Shelly Relais der 4. Generation erleben. Ach, und wenn ihr zukünftig solche Videos, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal, ansonsten fell mal ab! Kurzer Hinweis an dieser Stelle, das Shelly EM Mini Gen 4 war zum Zeitpunkt der Videoaufnahme leider nicht verfügbar. Aber ich habe ein Video gemacht über das Shelly PM Mini Gen 3, das verlinke ich euch oben rechts, dann lernt ihr die Grundfunktionalitäten von diesem Gerät kennen und aus diesem Video bekommt ihr dann hier die neuen Funktionalitäten der Gen 4 mitgegeben und dann habt ihr eigentlich alles Wissenswerte zu diesem Gerät auch erfahren. Selbiges gilt übrigens für das Shelly 2 PM Gen 4, welches noch nicht zum Verkauf steht, aber bereits angekündigt wurde. Ich habe über das Shelly 2 PM Gen 3 ein sehr ausführliches Video gemacht mit der Funktionsweise und wie man das Ganze einstellen kann. Schaut euch das an, dann habt ihr aus diesem Video die Neuerung der Gen 4 und seid dann bestens vorbereitet, wenn dieses Gerät dann hier zum Verkauf steht. Kommen wir nun zum Unboxing der Shelly Relais aus der 4. Generation. Ich möchte euch nämlich bei der Verpackung etwas ganz Wichtiges zeigen. Wenn wir die Verpackung nämlich einmal öffnen, sehen wir auf der Deckelrückseite euren Meta-Code, wenn ihr das über Meta nutzen möchtet. Wir haben da noch 2 andere QR-Codes für die Shelly App und weitere Informationen. Solltet ihr die Verpackung mal verlieren, ist das nicht schlimm, denn aus der Verpackung kommt noch ein weiterer QR-Code, den ihr euch dann irgendwo abheften könnt. Aber solltet ihr auch den verlieren, nicht schlimm, ich zeige euch, wie ihr auf dem Webinterface vom Shelly auch den Meta-Code auslesen könnt. Es ist also mehr oder weniger unmöglich, seinen Meta-Code zu verlieren. In der Verpackung von allen Geräten findet ihr auch den QR-Code für die Shelly Support-Gruppe und Bedienungsanleitung in multiplen Sprachen. Beschäftigen wir uns nun mit den Shelly Relais im Detail. Und eine der spannendsten Fragen ist ja, hat sich denn hier bei so einem Unterputzaktor am Bauvolumen etwas getan, damit es noch hier in meine Dose reinpasst? Und dazu hole ich jetzt ein Gerät der 3. Generation rein. Wenn ich jetzt das Gerät der 3. Generation auf das Gerät der 4. Generation drauflege, dann seht ihr kein Rot hier irgendwo durchschimmern, also hat sich dort auch an diesen Dimensionen gar nichts getan. Wir haben immer noch einen Schaltplan hier vorne bei den normalen Geräten, bei den Mini-Geräten natürlich in diesem Fall nicht. Und was wir auch haben bei allen Geräten, ist, wenn wir das Ganze einmal umdrehen, immer einen Reset-Knopf, womit wir das Gerät zum Beispiel zurücksetzen können, wenn wir es 10 Sekunden lang gedrückt halten. Der Reset-Knopf hat aber im Vergleich zur 3. Generation, zum Sprung zur 4. Generation, eine weitere zusätzliche Fähigkeit hinzugewonnen. Die Geräte der 4. Generation, auf denen ist standardmäßig die Meta-Software eingestellt. Wenn ihr diese mit Zigbee benutzen möchtet, müsst ihr hier diesen Reset-Knopf auf den jeweiligen Geräten 5-mal drücken und dann wird das umgestellt auf Zigbee und dann startet automatisch der Pairing-Prozess und dann könnt ihr das zum Beispiel in meinem Fall mit Home Assistant hinzufügen. Habe ich übrigens bereits schon probiert, mit ZAA kann man diese Geräte in Home Assistant nutzen. Dazu kommen wir aber gleich, das war nur ein ganz leichter Teaser. In der 4. Generation ist uns auch erhalten geblieben, dass wir diese normalen Geräte sowohl mit 230 Volt als auch mit 24 Volt nutzen können. Jetzt haben wir aber immer noch die Frage im Raum, warum gibt es ein Minigerät und ein normales Gerät und was ist hier der Unterschied? Der Unterschied ist relativ einfach herauszuarbeiten. Während dieses Gerät hier mit 16 Ampere bei 230 Volt schalten kann, kann dieses hier nur 8 Ampere bei 230 Volt schalten. Das ist übrigens bei diesem Gerät genauso mit 8 Ampere gegeben und bei diesem Gerät dann natürlich mit 16 Ampere. Ein weiterer Unterschied zwischen den Mini-Geräten und den normalen Geräten ist, dass ihr bei den normalen Geräten noch ein Shelly Plus Add-on hier anklemmen könnt. Und jetzt fragt ihr euch, hey, was kann ich denn jetzt mit diesem Plus Add-on und diesem Shelly 1 Gen 4 machen? Zum Beispiel könnt ihr hier so einen Binärsensor dran machen. Ich habe dazu ein Video gemacht, womit ihr zum Beispiel eure Garage auf und zu machen könnt und sehen könnt, dass es dann auf und zu ist. Gleichzeitig könnt ihr auch an das Plus Add-on so einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor dran machen. Habe ich übrigens auch bei dem Garagenvideo gezeigt. Also lohnt sich auf jeden Fall, das Video sich anzuschauen. Es hat sich zum Shelly der 3. Generation nichts an dem Video getan. Also ihr könntet das 1:1 auch mit diesem Gerät hier umsetzen.
Damals bei der Vorstellung der dritten Generation habe ich es verpasst, euch mitzuteilen, dass ihr nicht nur 1,5 Quadrat hier anschließen könnt, sondern auch mittlerweile 2,5 Quadrat. Wenn ihr euch zum Beispiel noch an dieses Gerät erinnert, wer erinnert sich an dieses Gerät? Also schreibt mir das mal unten in die Kommentare, würde mich riesig freuen. Damals konnte man nur 1,5 Quadrat hier anschließen. Ihr könnt die Geräte hier ganz ohne Controller, ganz ohne Hub bei euch zu Hause in euer WLAN integrieren und dann könnt ihr das mit eurem WLAN steuern, anmachen, ausmachen, Automatisierung fahren. Wenn ihr das über Meta nutzen möchtet, braucht ihr natürlich einen Meta-Controller. Und das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr das per Zigbee nutzen möchtet. Dann braucht ihr auch irgendeine Art von einem Zigbee-Controller. Viele Menschen fragen sich, was das Besondere und die Faszination an den Shelly-Geräten ist. Im Vergleich zu allen anderen Wettbewerbern auf dem Markt, hier derzeit, wo ich das Video mache, im Jahre 2025, ist das der einzige Hersteller, wo ihr das ohne Cloud nutzen könnt und ganz lokal einfach die Cloud ausschalten und bei euch zu Hause mit der Shelly App oder zum Beispiel auch mit Home Assistant ganz lokal könnt ihr das dann nutzen. Und das ist noch nicht mal alles. Auch um die Geräte hier in euer WLAN reinzubringen, braucht ihr nicht einmal die Shelly App. Ihr könntet es auch über den AP, den das Gerät hier ausstrahlt, wenn ihr das anschließt, genauso gut auch über die Webschnittstelle ansteuern. Das ist übrigens immer 192.168.33.1, wenn ihr euch mit dem AP aller Shelly-Geräte verbinden möchtet. Das heißt, wir sind hier komplett ohne Zwänge oder so unterwegs und brauchen nicht mal die Shelly-App und können auch direkt ins Home Assistant abspringen. Und das Lustige ist, ich brauche auch nicht die Shelly-App oder Home Assistant, um diese Geräte zum Beispiel zu steuern. Jetzt fragt ihr euch, hey, wie willst du es denn sonst steuern? Ihr könnt das Ganze natürlich auch hier mit Alexa steuern. Das würde natürlich auch gehen. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Ihr könnt sogar Sprachassistent weglassen, alle Apps weglassen, Home Assistant weglassen. Ihr könntet das Ganze auch einfach hier mit einem Shelly Wall Display steuern und dann bräuchtet ihr nicht einmal mehr eine App dafür. Natürlich zum Aufsetzen und so weiter ja, aber anschalten, ausschalten würde dann hier mit einem Shelly Wall Display auch gehen. Und das ist einfach die Faszination hier in der Community zu Shelly-Geräten und ich hoffe, ich konnte das hier für Leute, die Shelly noch nicht so gut kennen, ein wenig rüberbringen. Und wo ich eben die Community erwähnt habe, wenn ihr auch ein Teil der Smart Home Community sein möchtet, wir haben ein Forum gegründet und dazu spiele ich euch mal den Einspieler und idealerweise registriert euch heute noch und wir würden uns riesig freuen, euch dann im Forum oder im Discord willkommen zu heißen. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Jetzt haben wir uns mit den Shelly Gen 4 Geräten vertraut gemacht und es wird jetzt Zeit, diese zu verbinden. Ihr habt natürlich hier multiple Möglichkeiten. Wir fangen hier mit der nativsten an und zwar mit der Verbindung der Shelly-Geräte mit unserem heimischen WLAN. Bezüglich Zigbee und Meta, das schauen wir uns auf jeden Fall auch in diesem Video an, aber dazu kommen wir erstmal später. Der Weg, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, das ist über die Shelly-App. Dann drückt ihr einfach unten rechts auf das Plus. Ich würde euch empfehlen, das Ganze per Bluetooth zu machen, weil ich empfinde das als stabiler. Wenn ihr dann in Bluetooth-Reichweite des Shelly-Gerätes seid, dann seht ihr das in der Liste, wählt euer Gerät aus und dann schließt ihr hier den Verbindungsprozess ab und dann könnt ihr das direkt in der Shelly-App nutzen und steuern. Wie ihr sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit alle anderen Shelly-Geräte auch per WLAN in die Shelly-App reingebracht, sodass wir hier einen tollen Vergleich haben. Bevor wir uns aber mit den Geräten im Detail beschäftigen, möchte ich euch bezüglich dieser Übersicht ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Wie ihr sehen könnt, haben wir unterschiedliche Shelly-Geräte unterschiedliche Symbole eingeblendet. Das erste Symbol hier, wenn das aufleuchtet, bedeutet es, dass dieses Gerät mit jemand anderem von euch geteilt wurde. Das zweite Symbol, diese Wolke, bedeutet, dass dieses Gerät mit der Shelly Cloud verbunden ist. Bei diesem habe ich es deaktiviert, deshalb ist es ausgegraut. Genauso wie diese zwei Pfeile im Kreis bedeutet, ob ein Update verfügbar ist. Da es ausgegraut ist, bedeutet es, dass es kein Update derzeit für dieses Gerät gibt. Das blaue Auge mit der Bezeichnung BLE Observer könnt ihr in den Einstellungen aktivieren, dann bekommen eure Shelly Blue Geräte eine größere Reichweite mit diesen Relais. Relais der Generation Plus, der Generation 3 und der Generation 4 haben diese Option, aber auch Pro-Geräte können das aktivieren. Wenn ihr Home Assistant nutzt, könnt ihr das sogar noch weiter verstärken mit Nicht-Shelly Blue Geräten, die dann auch eine größere Reichweite bekommen. Dazu kommen wir aber gleich. Und lustigerweise haben wir auch hier so einen kleinen Bug. Wir haben nämlich hier bei dem Shelly 1 Mini
eine Wattanzeige, das ist aber falsch, das ist ein Anzeigefehler, denn nur die roten Geräte, die eine PM-Funktionalität haben, also eine Power Measuring-Funktionalität, können hier die Wattanzeige und eine Voltanzeige darstellen. Lustigerweise, in Home Assistant könnt ihr sogar noch mehr sehen, aber dazu kommen wir auch gleich. Ich selber deaktiviere die Wolke immer, weil ich Shelly-Geräte lokal nutze. Das ist übrigens eine Stärke von Shelly-Geräten, von den Shelly-Relais und anderen Shelly-Geräten, dass sie nur lokal genutzt werden können. Ansonsten könnt ihr hier die Geräte ein- und ausschalten und das war's hier zu dieser Übersicht. Für euch ist ja wichtig zu wissen, was der Unterschied hier in der Shelly-App ist bezüglich den Einstellungen. Und zwar die großen Geräte können hier ein Add-on nutzen. Deshalb gibt es dort einen zusätzlichen Reiter, wo ihr dann die Add-on-Einstellung aktivieren könnt oder deaktivieren könnt. Sonst gibt es keine Unterschiede zwischen den normalen und den Minigeräten. Und damit steigen wir auch ein und gehen mal hier rein. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Allgemein ist dieser Aufbau, den ihr seht, bei allen Relais gleich, auch bei den Plus- und bei den Gen 3 Geräten. Das heißt, was ich euch jetzt erzähle, gilt wahrscheinlich sogar noch für die Gen 5 und für die Gen 6 Geräte. Schauen wir mal. Wir haben auf der linken Seite unterschiedliche Reiter, wo wir das Ganze einstellen und konfigurieren können. Und wir fangen hier direkt mal an mit der Hauptseite. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem roten Gerät springe, bekomme ich hier so eine Verbrauchsanzeige, eine Wattanzeige und auch, dass ich es ein- und ausschalten kann. Das ist hier schon mal ein Unterschied zwischen den blauen zu den roten Geräten. Als zweiten Reiter habe ich hier die Benachrichtigung. Das ist bei allen Geräten gleich, wo ihr dann hier die Benachrichtigung euch anschauen könnt zu diesem Gerät. Bei den roten Geräten kommt jetzt eine zusätzliche Einstellung und zwar mit Diagrammen, wo ihr dann das, was ihr verbraucht habt, von den letzten 24 Stunden, aber auch Tage, Wochen, Monate und sogar benutzerdefinierte Zeiträume hier darstellen könnt. Könnt auch hier die visuellen Darstellungen hier nochmal verändern. Das haben die Shelly 1 Geräte natürlich so nicht. Was aber alle Geräte gemeinsam haben, ist hier ein Aktivitätenprotokoll, wo ihr sehen könnt, wann das Gerät an- und ausgeschaltet wurde. Was alle Shelly-Geräte haben, ist die Zeitschaltuhr, wo ihr es dann einstellen könnt, dass das Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll, je nachdem, welche Parameter ihr hier festlegt. Ein Zeitplan teilen sich auch alle Shelly-Geräte, wo ihr dann so einen Zeitplan anlegen könnt, wo das Ganze dann eingeschaltet werden soll oder ausgeschaltet werden soll. Habt ihr einfache Konfigurationsmöglichkeiten, aber könnt das Ganze auch nochmal spezifizieren. Dann wird das Ganze hier angelegt und dann dementsprechend ausgeführt. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch wieder löschen. Der nächste Reiter ist Aktionen. Früher hieß diese URL-Aktion. Da könnt ihr dann URL-Aktion hier festlegen und das Ganze dann über die Shelly-Relais steuern. Der Reiter jetzt haben nicht die Mini-Geräte. Das ist nämlich für die Add-on-Peripheriegeräte, wo ihr zum Beispiel ein Sensor-Add-on oder ein LoRa-Add-on, was demnächst auch gelauncht wird, dann hier hinzufügen könnt und dann könnt ihr das Ganze hier konfigurieren. Bei dem Garagenvideo haben wir hier zum Beispiel ein Add-on hinzugefügt und dort habt ihr dann so ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. Der Reiter Skripte haben auch wieder alle Shelly-Relais, wo ihr hier Skripte hinterlegen könnt und wo dann das Gerät das Ganze ausführt. Das ist natürlich eine komplette Welt für sich. Anschließend dazu kommt hier der Reiter zu den virtuellen Komponenten. Da könnt ihr hier die Gruppen festlegen oder auch Komponenten. Spannend ist für mich immer der Reiter Netzwerke, weil ich hier die WLAN-Einstellung verändern kann, Zugangspunkt ein- und ausschalten kann, das als Reichweitenverstärker nutzen kann, aber auch die Cloud hier deaktivieren kann und auch hier, wie ihr vorhin gesehen habt, dieses blaue Auge mit dem BLE-Observer könnt ihr hier aktivieren und deaktivieren. Und natürlich, wenn ihr Freunde von MQTT seid, dann könnt ihr das Ganze auch hier festlegen. Ein wichtiger Hinweis, wenn ihr die Cloud deaktiviert, gerade bei den roten Geräten, dann verliert ihr hier diese Diagramme, weil das nur mit aktivierter Cloud unterstützt wird. Das heißt, bei einem volllokalen Betrieb könnt ihr hier eure Verbräuche nicht tracken. Dann müsst ihr zum Beispiel zu Home Assistant ausweichen. Jetzt springe ich wieder zu einem roten Gerät, weil nach Netzwerke kommt hier der Reiter Sicherheit. Und dort habt ihr maximalen Leistungsschutz, was ihr hier festlegen könnt, den Spannungsschutz und den Stromschutz. Weiß jetzt nicht, warum das hier rot hinterlegt wird, obwohl hier 16 Ampere beim normalen Gerät supported wird. Scheint wohl auch noch ein Bug zu sein. Dann habt ihr hier noch die automatische Wiederherstellung bei Überspannung. Bleiben wir direkt beim Modell und gehen zum nächsten Reiter. Hier haben wir die Anwendungseinstellung und hier braucht ihr zum Teil Shelly-Abo, um das Ganze zu machen. Spannend ist zum Beispiel hier Gerätetyp, was ihr festlegen könnt, wie dieses Gerät hier agieren soll. Wenn ihr zum Beispiel damit ein BKW oder so
trackt. Gerade bei den roten empfiehlt sich das ja. Könnt ihr das dann hier auch umstellen, aber auch andere Gerätetypen hier aktivieren. Gerätekartenanpassung können wir auch später in den Einstellungen machen, aber ich zeige das ganz kurz, dann muss ich das später nicht zeigen. Die Karte, die ihr vorher gesehen habt, könnt ihr hier Sachen konfigurieren, Anzeigen ausblenden, Parameter verändern, so ihr das gerne haben möchtet. Als nächstes kommt der Reiter Teilen und dieses Symbol hier kennt ihr ja vorhin von der Übersichtskarte. Und wenn ihr dann hier eine E-Mail-Adresse gebt, dann können diese auch mit der Shelly App, die sich dann installieren und Benutzerkonto hinzufügen, dann auf dieses Gerät zugreifen und steuern. Und last but not least kommen wir hier zu den Einstellungen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch nochmal eine Fülle an Einstellungen. Ich empfehle euch immer den Energiesparmodus zu aktivieren. Dann drosselt hier die CPU die Temperatur, es strahlt weniger Wärme aus. Eingang- und Ausgangseinstellung ist eigentlich mit die spannendste Einstellung überhaupt. Hier legt ihr fest, ob ihr das Ganze als Taste oder Schalter nutzt. Ob ihr das Ganze zum Beispiel mit einem Bewegungssensor nutzen möchtet, dann wählt hier die dementsprechende Einstellung aus. Hier haben wir auch die Einstellung, wie sich hier die Relais verhalten sollen, wenn mal zum Beispiel die Sicherung geflogen ist oder Stromausfall war. Und jetzt kommt, wenn dann Strom wieder kommt, was soll das Relais machen? Den letzten Zustand immer ein, immer aus, das könnt ihr hier festlegen. Dann könnt ihr auch festlegen, ob der Eingang aktiviert werden soll oder nicht. Könnt ihr auch hier die Schalterlogik nochmal invertieren, wenn das bei euch nötig ist. Könnt den Gerätenamen anpassen. Gerätekartenanpassung habe ich euch eben schon gezeigt. Hier könnt ihr die Firmware-Version aktualisieren. Könnt auch mittlerweile, früher ging das nicht, automatische Aktualisierung vornehmen, was ich euch nicht empfehle, denn bei einem der letzten Updates ist passiert, dass dann plötzlich die Geräte nicht mehr so funktioniert haben, wie sie sollten. Deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Dann haben wir Geostandort und Zeitzone, einen Geräteneustart, was ihr hier softwareseitig initiieren könnt, einen Werksreset. Ihr könnt natürlich auch den Reset über den Knopf machen, aber auch hier softwareseitig ist das möglich. Dann haben wir noch die Geräteinformationen. Bei den Geräteinformationen solltet ihr euch auf jeden Fall die Geräte-IP merken. Wenn ihr da drauf drückt, landet ihr dann auf der Webschnittstelle. Aber in Home Assistant könnte diese Geräte-IP auch vonnöten sein, wenn es nicht automatisch erkannt wird. Und somit wären wir durch. Die Einstellungen, die ihr gesehen habt, gelten mehr oder weniger für die anderen Shellys auch. Deshalb braucht man das jetzt nicht doppelt machen und habt jetzt hier eine tolle Übersicht, welche Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationsmöglichkeiten mit den Shelly-Relais der 4. Generation möglich sind. Jetzt bringen wir als erstes per WLAN unsere Shelly-Relais der 4. Generation ins Home Assistant rein. Im Vergleich zu Zigbee und Matter kann ich euch schon mal verraten, dass es über diesen Weg eine große Überraschung geben wird. Aber eins nach dem anderen. Allgemein, wenn eure Shelly-Geräte bei euch im WLAN schon integriert wurden, zum Beispiel über die Shelly-App, dann bekommt ihr automatisch eine Benachrichtigung, dass ein neues Gerät entdeckt wurde. Dann könnt ihr hier draufdrücken und seht dann hier schon die Shelly-Geräte, die ihr dann direkt hinzufügen könnt. Wundert euch nicht, ein Shelly-Gerät habe ich schon mal im Voraus schon reingebracht, deshalb seht ihr nur 3 Geräte. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, drückt ihr unten rechts auf Integration hinzufügen, gebt hier einmal Shelly ein und wählt das aus und dann bekommt ihr hier dieses Fenster. Hier gebt ihr die IP-Adresse von eurem Shelly ein, diese bekommt ihr über die Geräteinformationen in eurer Shelly-App oder über euren Router und drückt dann auf OK. Ihr bekommt dann dieses Fenster und dann bekommt ihr so eine Erfolgsmeldung, dass dieses Gerät hier hinzugefügt wurde. Perfekt. Das mache ich jetzt noch bei den anderen Geräten und dann schauen wir uns diese Geräte im Detail an. Dann springen wir einmal zur Shelly-Integration und haben dann hier unsere 4 neuen Geräte. Da es Geräte der 4. Generation sind, haben diese gemeinsam, dass ihr über den Konfigurieren-Knopf eine zusätzliche Einstellung in Home Assistant hier aktivieren könnt. Ihr könnt über diese Option des Bluetooth-Scanner-Modus andere Bluetooth-Geräte, auch nicht Shelly Blue-Geräte, die Reichweite dessen mit diesen Geräten erhöhen. Zum Beispiel für euren Xiaomi Pflanzensensoren. Aber auch andere Bluetooth-Geräte, die mit Home Assistant assoziieren können. Ihr könnt es deaktiviert lassen, aktiv oder passiv. Und der Unterschied hier ist, bei aktiv fordert hier das Shelly-Gerät permanent Daten von dem Bluetooth-Batteriegerät an, was dann dazu führt, dass die Batterie schneller leer geht. Bei passiv wartet hier das Shelly-Gerät, bis das Bluetooth-Gerät selbst Daten zur Verfügung stellt, um diese dann zum Home Assistant weiterzuleiten. In Home Assistant gibt es keinen Unterschied zwischen den normalen Shellys und den Mini-Shellys in Bezug zu den Entitäten, wie ihr hier sehen könnt. Deshalb schauen wir uns probehalber einfach mal das normale Blaue an. Wichtig für euch hier bei dieser Übersichtsseite, bei allen Shellys, also auch bei Nicht-Relais-Geräten, könnt ihr hier über die Besuchenseite auf die Webschnittstelle gelangen. Dann könnt ihr hier weitere Einstellungen vornehmen und braucht dann dafür zum Beispiel nicht die Shelly-App. Ansonsten haben wir hier oben bei den blauen Geräten ein Störelement, haben dann weitere Entitäten, die jetzt deaktiviert sind, die könnt ihr aktivieren. Ihr könnt über das Home Assistant heraus einen Reboot machen, könnt auch die Firmware hier über das Home Assistant aktualisieren, braucht dafür auch nicht die Shelly-App. Und dann habt ihr im Bereich der Diagnose noch weitere Entitäten, die ihr aktivieren könnt oder deaktiviert lassen könnt. Beim Minigerät ist es übrigens 1:1 gleich. Jetzt schauen wir uns ein rotes Gerät an, also ein PM-Gerät. Da haben wir auch einmal hier das Steuerelement.
Und dann bekommen wir auch hier weitere Sensoren. Zum Beispiel hier bezüglich Power. Wie ihr sehen könnt, das hat so circa 4-5 Sekunden gedauert. Ihr könnt noch weitere Entitäten hier aktivieren, wenn ihr zum Beispiel die Spannung oder die Ampere hier auch anzeigen lassen möchtet. Toll ist, für das Energiedashboard könnt ihr hier diesen Sensor nehmen. Wenn wir weiter runtergehen, haben wir den Bereich der Konfiguration, so wie eben beim blauen Gerät auch. Und spannend wird es, wenn wir weiter runtergehen im Bereich der Diagnose, denn hier haben wir die ganzen Schutzfunktionen wie Overcurrent, Overheating, Overpowering und Overvoltage. Über diese habt ihr Zugriff, wenn ihr das Shelly per WLAN hinzufügt. Wie es mit Zigbee und Meta aussieht, das schauen wir uns gleich an. Und somit wäre das Ganze dann auch hier fertig. Das ist eine Übersichtsseite und dann könnt ihr mit diesen Geräten hier in Home Assistant arbeiten. Und mich würde interessieren, gefällt euch, was ihr hier seht? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ich tausche mich gerne mit euch aus. Möchte ich euch hier nicht auf die Folter spannen, schauen wir uns jetzt mal noch die Möglichkeiten per Zigbee und Meta an. Wir werden nun am Beispiel des Shelly 1 PM Gen 4 das in mein Zigbee-Netzwerk zu Hause hinzufügen. Was ich jetzt mache, funktioniert natürlich auch analog mit den Minigeräten, gar keine Frage. Ich gehe jetzt rüber ins Home Assistant, dann zu Geräte und Dienste und dann einmal unten rechts auf Integration hinzufügen. Bei mir steht jetzt hier direkt Zigbee-Gerät hinzufügen. Solltet ihr bei euch im Home Assistant noch keine Zigbee-Geräte hinzufügen können, gar kein Thema. Ich habe ein Video für euch vorbereitet, oben rechts, schaut euch das an, bringt euer Zigbee-Netzwerk hier zum Laufen und dann könnt ihr genau an dieser Stelle weitermachen. Jetzt drücke ich auf Zigbee-Gerät hinzufügen und somit ist nun der Pairing-Prozess von Seiten Home Assistant bereit. Jetzt drücke ich 5-mal auf die Reset-Taste vom Gerät. Und wie ihr gesehen habt, das Ganze ging sehr schnell. Der Interviewprozess wurde ganz schnell abgeschlossen und wir können hier schon ein paar Symbole sehen, was schon sehr vielversprechend aussieht. Wir können hier den Gerätenamen ändern. Ich packe hier einfach mal noch ein Gen 4 dran, dass wir es wissen und Bereich packe ich jetzt einfach bei mir ins Büro. Das war's. Ich könnte jetzt natürlich noch weitere Geräte hinzufügen, aber das machen wir nicht. Wir springen jetzt hier ab zu unserem Shelly-Gerät. Bei meiner ZHA-Integration klicke ich da drauf und sehe dann auch schon 4 Geräte. In meinem Fall natürlich, weil ich habe auch schon das Shelly 1 Gen 4 hinzugefügt, einfach um hier gleich euch den Kontrast zu zeigen. Wir aber springen jetzt ins 1PM Gen 4. Wir haben hier die Steuerelemente, dann haben wir hier die Sensoren und weiter unten die Diagnose. Soweit, so normal. Bei Steuerelemente können wir das jetzt einschalten. Und ihr habt gesehen, das ging sofort, also keine Verzögerung. Und wir können das Ganze natürlich auch wieder ausschalten. Und natürlich, wenn ihr das hier einschaltet, könnt ihr das auch genauso gut am Taster wieder ausschalten. Und das Ganze wird dann hier in Home Assistant registriert. Wir haben schon ein paar Worte über die Sensoren verloren. Jetzt könnt ihr die ganzen Sensoren einmal in voller Pracht sehen und dementsprechend dann damit arbeiten. Weiter unten haben wir dann noch Diagnose. Wir haben noch LQI und RSSI. Und so sieht das beim Shelly 1 PM Gen 4 aus. Wir werfen noch einen Blick in das Shelly 1 Gen 4 und hier haben wir nur einen Schalter, der an und ausgeht, sonst nichts. Ich denke, jetzt habt ihr das erfahren. Beim Shelly 1 und beim Shelly 1 Mini ist es analog. Genauso ist es beim Shelly 1 PM Gen 4 und beim Shelly 1 PM Mini Gen 4. Nur für euch zur Info. Und jetzt, nachdem wir uns das angeschaut haben, würde ich sagen, machen wir das Ganze mal noch mit Meta. Ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Meta-Geräte mit Home Assistant verbinden möchtet, geht das nur mit der Home Assistant Smartphone App, auch Companion App genannt. Über einen Desktop-PC ohne Smartphone geht es derzeit leider nicht. Deshalb mache ich das hier mit meinem Handy. Und den Home Assistant drücke ich auf Integration hinzufügen und kann jetzt hier Meta-Gerät hinzufügen auswählen. Wenn ihr diese Option noch nicht habt, dann fügt das bitte bei euch im Home Assistant hinzu. Da gibt es das Add-on dafür und da gibt es dann auch die Meta-Integration und dann sollte das auch bei euch klappen. Ich drücke jetzt auf Meta-Gerät hinzufügen, dann, dass es ein neues Gerät ist und jetzt scanne ich einmal den Code ab und drücke zu Home Assistant hinzufügen. Und da haben wir es jetzt schon drin, hier als Meta-Accessory. Wir geben aber hier einmal den korrekten Namen ein. Jetzt drücke ich auf Weiter. Und das Ganze wurde jetzt zu Home Assistant hinzugefügt. Wunderbar. Anstelle des kleinen Bildschirms schauen wir uns das Ganze jetzt hier auf dem Laptop an. Ist, denke ich, auch besser für die Augen. In der Zwischenzeit habe ich auch den normalen Shelly 1 Mini Gen 4 hier reingebracht. Einfach, dass wir sehen können, wie das hier mit Meta aussieht. Da springen wir auch direkt mal rein. Und dort können wir sehen, dass wir es einmal einschalten können und wir können es ausschalten. Und mehr oder weniger war es das auch schon. Wie ihr sehen könnt, mehr geht da tatsächlich nicht. Jetzt machen wir einen Schwenk rüber zum Shelly 1 PM Mini, denn da wird es nochmal spannend.
Jetzt kann ich das hier einschalten und das reagiert auch relativ zügig. Und spannend ist, ich sehe hier unten auch direkt die Messung von der Leistung. Das ist auch schon die komplette Übersicht, welche wir hier zu dem Shelly 1P Mini Gen 4 haben. Und im Vergleich zu Zigbee ist es halt total ernüchternd. Man hat diese weiteren hier Messungen mit Ampere und Volt und so weiter gar nicht. Und das ist halt sehr traurig. Ich weiß, aller Abschied fällt schwer, mir auch, aber irgendwann muss auch dieses Video zu Ende gehen. Also, lasst uns zum Fazit kommen und ein wenig über die Stärken und Schwächen von den Shelly Relais der 4. Generation sprechen. Fangen wir mal mit dem Guten an. Shelly hat das ganze Positive, was Shelly Relais ausmacht, beibehalten. Ihr könnt es lokal steuern, habt keinen Cloud-Zwang, ihr braucht nicht einmal, wenn ihr es mit Home Assistant nutzt, die Shelly-App. Und des Weiteren haben wir jetzt Zigbee und Meta. Also alles das, was eigentlich die ganze Community an Shellys lieben gelernt hat und auch deshalb so gerne nutzt und wahrscheinlich das meistgekaufte Relais auf der Welt ist. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und auch die Ressourcen bei Shelly sind nicht unendlich. Und da merkt man, wenn man Zigbee oder Meta nutzt, dann verzichtet man zum Teil auf viele Entitäten in Home Assistant. Gerade mit Meta hat man ja nichts anderes außer an und aus. Bei Zigbee bekommt man immerhin noch etwas mitgegeben, wo man noch die Spannung sehen kann und die Ampere. Aber die ganzen Schutzfunktionalitäten, die haben wir zum Beispiel auch nicht mit Zigbee. Und wenn ihr hier das ganze Paket möchtet an Entitäten und Sensoren, dann kommt ihr über den WLAN-Weg nicht vorbei. Deshalb kann man auch hier nicht von einer Qual der Wahl sprechen, sondern man muss hier wirklich Kompromisse eingehen, je nachdem, welchen Funkstandard man hier nutzen möchte. Und mich würde nun interessieren, wie ihr das Ganze findet. Ist das für euch ein Gamebreaker oder sagt ihr, nee, Zigbee, Meta, Hauptsache das ist jetzt drin und deshalb kaufe ich das und nutze ich jetzt. Deshalb packt mir das gerne unten in die Kommentare, ich tausche mich sehr gerne mit euch aus und dann schauen wir mal, wohin die Diskussion führt. Ansonsten, wenn jemand anderes unbedingt die Shelly Relais der 4. Generation auch kennenlernen sollte, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die werden sich riesig freuen, dass sie Gelegenheit hatten, hier die ganze Information auch aufzusaugen. Sonst bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!